Ihr kennt mich, mein Credo ist, kauf keine Handkreissäge. Braucht kein Mensch, kauf auf jeden Fall eine Tauchsäge. Und dann kam Norbert. Norbert sagt mir, dass diese Säge deutlich mehr und deutlich häufiger verkauft wird als die Tauchsäge. Und deswegen müssen wir heute mal schauen, warum zum Teufel ist das so? Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Norbert, Anwendungstechniker bei Metabo. Wir müssen reden. Wir müssen wirklich dringend reden, weil du hast schon eine steile These. Ja, ich habe eine steile These, Norbert hat eine steile These. Im Grunde sagst du ja, bah, das Gerät hier brauchen wir ja fast gar nicht. Ich wiederum sage, bah, das Gerät brauchen wir fast gar nicht. Und darüber sollten wir unbedingt heute mal sprechen. Denn ich bin absoluter Tauchsägen-Fan, das wisst ihr. Und in der Form und in meiner Eigenschaft habe ich selbst das Gerät noch nie in der Hand gehabt. Also ich habe es mal einmal in der Hand gehabt, um es mal in die Schiene reinzutun, in die Kappschiene, aber ansonsten habe ich es noch nie benutzt. Und eigentlich sind das ja Brüder- oder Schwestergeräte, weil sie an vielen Dingen ja doch dann gleich sind. Die Schnitttiefe, 66 mm, ist ein Bosch's Motor, ist ein LTX-Gerät, das heißt die absolute Profiklasse, 18 Volt. Nur da vorne die zwei Buchstaben sind anders. KS und hier steht vorne KT. KT, genau. Genau. Und Norbert hat gesagt, wir müssen unbedingt darüber sprechen, warum dieses Gerät so beliebt ist und was das alles kann. Fangen wir mal an wie bei Metabo. KS für Kreissäge statt KT für Tauchsäge, 18 Volt Klasse, LTX, klar, oberste Klasse 66, maximale Schnitttiefe und BL für Brushless Motor. So, was die Maschine kann, genau gleich wie deine Lieblingssäge, die KT. Ich habe hier einmal, ich kann die Pendelhaube manuell hochschieben, das heißt, wenn ich hier ansetze oder sowas, kann ich sie wegnehmen, kann sauber ansägen. Dann habe ich hier ganz klassisch, ich mache den Hebel auf, kann hier sauber meine Schnitthöhe einstellen. Dann habe ich einmal hier vorne öffne ich, dann habe ich hier die Möglichkeit auf Gärung zu gehen, drücke ich den roten Knopf rein, kann ich ins Minus fahren zum Hinterschneiden. Auf wie viel? Auf plus minus 1 Grad. Alles klar. Ja. Und was wir hier auch mal anschauen sollten, siehst du die Mechanik bei der Verstellung, das heißt die Mechanik ist so ausgearbeitet, dass der Anrisspunkt auf der Schiene bei 90 oder auf Gärung der gleiche ist. Das heißt, ich muss die Schiene nicht hin und her verschieben. Es ist immer der gleiche Anrisspunkt. Übrigens sagst du die ganze Zeit eine ganz wichtige Sache. So selbstverständlich auf der Schiene. Es gibt ja viele Handkreissägen, die gar nicht auf der Schiene arbeiten. Ja, gibt es ja auch. Ja, also grundsätzlich. Und das finde ich immer schwierig. Also ich hasse es, ohne Schiene zu arbeiten. Ich weiß, es gibt auch Anwendungsbereiche, es ohne zu machen, ohne Frage. Das ist mir schon klar. Aber ich möchte die Option zumindest haben. Ja, das finde ich schon mal gut. Und ganz kurz für euch: Die Mechanik ist hier, glaube ich, im Wesentlichen dieselbe, ja, oder die gleiche. Ist identisch, genau. Ja, das haben wir hier hinten auch. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn ihr das nicht habt, dann ist es so, dass das Blatt sich wegbewegt von der Schiene. Dann habt ihr nicht dieselbe Linie. Ja, weil ihr habt ja hier vorne, wenn ich das mal kurz zeigen darf, vermute ich mal, dass es genau dafür da ist. Hier habt ihr die rote Linie. Ja, da wissen wir, aha, da schneiden wir entlang. Wenn wir jetzt hier zur Seite legen würden und dann wären wir 2 mm daneben, jetzt müssen wir überlegen, oder wir müssten hier 2 Anrisspunkte haben oder. Gab es ja früher auch bei manchen Geräten. Vielleicht von euch, vielleicht von anderen Herstellern, aber es gab ja solche Sachen auch. Und das ist natürlich viel besser. Also deswegen merkt man, es ist schon ein absolutes Profi-Gerät, was auch entsprechende Qualitäten hat. Aber trotzdem, es ist immer noch eine Handkreissäge. Ich komme gleich dazu. Du hast gesagt, führungsschienentauglich, da komme ich gleich dazu. Fangen wir mal mit der kleinen Führung an. Und zwar habe ich hier 2 Öffnungen. Die klappe ich hier auf. Bei der KT identisch. Ich habe hier einen massiven Parallelanschlag. Den kann ich quasi hier einsetzen. Ihr seht jetzt, wir haben es jetzt hier mal eingesetzt. Ja? Und jetzt könnt ihr hier den Abstand hier entsprechend einstellen und könnt ihr in Masse immer wieder was ablenken. Ja? Genau. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, um schnell zu arbeiten. Bei dem Test letztens hätten wir das gebrauchen können, Andreas, Mensch. Das wäre eine gute Sache gewesen. Naja, so, also, nehmen wir es mal ab. Was haben wir noch für Optionen? So, und jetzt kommen wir zu dem größten Unterschied der beiden Maschinen. Und zwar drehen wir die Maschine mal um. Und dann sehen wir, ich habe anstatt bei deiner KT, wie viel Ritze, wie viele Schlitze hast du im Tisch? Eine. So, ich habe 1, 2, 3. Aber warum 3? Also bei 2 bin ich noch dabei gewesen, bei 3. So, eine, Führungsschiene. die sind quasi gleich. Unsere klassische Nut für die Führungsschiene. Dann habe ich hier diese schmale von unserem CS-Partner Muffel. Das heißt, die Metabo läuft auf der Muffelschiene. Ja, verstehe. Und dann kommt der größte Unterschied, und zwar die dritte Nut. Ich kann die Maschine auf einer Kappschiene laufen lassen Okay. und dann benutzen. Ja. Und das sind die größten Unterschiede
zu der KT, zu der KS. Auf eine Sache möchte ich mal eingehen, und zwar das Thema Preis. Was kostet diese Maschine? Sind wir so im Preisbereich so um die 280 €. Bei der sind wir inzwischen bei rund 400 €. Wir haben also auch einen klaren Preisunterschied zwischen beiden Geräten. Falls du dich für das Gerät und vor allem auch für die ganzen Zubehöre, die wir gleich noch sehen, interessierst, unten in der Videobeschreibung ist wie immer der ehrliche Preisvergleich und alles verlinkt. Was ist noch besonders an der Maschine? Von den Besonderheiten her, die größten Unterschiede haben wir angesprochen. Sie ist etwas kleiner, etwas kompakter. Ja, deutlich. Und wenn du jetzt nicht im professionellen Bereich unterwegs bist, dann hast du ja den Ansatz, mit einer Maschine alles zu machen. Da bist du mit der Tauchsäge natürlich im Vorteil. Du kannst normale Ablenkschnitte machen und du kannst eintauchen. Genau. Das kannst du mit der Handkreissäge natürlich nicht, die Eintauchfunktion. Jetzt kommt aber das Komma Aber. So, der gewerbliche Anwender, der hat, wenn er die Tauchsäge braucht, dann hat er die zusätzlich mit an Bord. Der gewerbliche arbeitet in der Regel mit der normalen Handkreissäge. Sei es eine Dachlatte mal absägen, sei es mal irgendwo eine Bohle zurechtsägen oder irgendwo was abgelenkt wird, dann hat er im Prinzip diese Kappsäge. Da ist ihm fast die Tauchsäge zu schade für diese Arbeiten. Das glaube ich auch. Und das ist, der Punkt ist, glaube ich, genau das, was du sagst. Ich sehe das aus der ambitionierte Heimanwendersicht, ja, der nicht 50 Geräte kaufen kann oder möchte, ja, und vielleicht auch nur, wäre es eine Budgetfrage oder es ist natürlich auch eine Platzfrage manchmal. Im gewerblichen Bereich wirst du das natürlich anders machen, ohne Frage. Niemand wird andauernd Dachlatten mit sowas hier abschneiden oder das ist Quatsch. Ja, das wird keiner machen, sondern dafür gibt es das Gerät, ohne Frage. Ist natürlich auch etwas robuster, ja, und auch ein bisschen kompakter gehalten. Und es gibt auch ein paar, ich sag mal, Handling-Unterschiede, ja, weil hier muss ich ja immer eintauchen. Ich muss auch immer dadurch einen gewissen Druck nach unten ausüben, muss ich hier nicht. Ja? Stelle ich ein, kann einfach sägen. Genau, wie man es hier sieht, du stellst es ein auf deine gewünschte Schnitttiefe und dann kannst du im Prinzip, hast du hier bloß den einen Ausschalter und fährst dann quasi an oder durch dein Material durch. Du hast diese Bewegung nicht. Genau. Und wenn du das am Tag 10, 20, 30 oder auch 15 Mal machen musst, dann bist du froh, dass du sie nicht machen musst. Dann nimmst du sie nur, wenn du sie brauchst, um Ausschnitte daraus zu machen. Ohne Frage. Ja. Wie ist es eigentlich mit der Kraft? Ist der Motor etwa vergleichbar oder ist die stärker oder weniger stark? Die KT ist ein Ticken stärker, merkst du aber im Alltag nicht. Außer du hast beide Maschinen wirklich nebeneinander, dann wirst du einen kleinen Unterschied merken. Kommt auf den Akkupack, der drauf ist. Empfehlung hier, mein Lieblingsakku, der 5,5er, langt vollkommen aus. Warum eigentlich immer der 5,5er und nicht der 8er? Um das einfach zu machen, bevor der 8er seine Kapazitätsvorteile ausspielen kann, würde er thermische Probleme kriegen bei Hochstromanwendungen. Wenn du jetzt einen Akkuschrauber hast und drehst 5x100 Spacks rein, dann spielt es keine Rolle, dann hat der 8er seinen Vorteil. Habe ich aber eine Säbelsäge oder eine Handkreissäge oder auch die Tauchsäge, wo Leistung abfordert, dann ist der 5,5er besser, weil er hochstromfähiger ist. Das heißt, der 8er würde den Vorteil nicht ausspielen können. Und dann, was viele immer noch vergessen und nicht vergessen, aber nicht im Kopf, aber im Hinterkopf haben, Gefahrengut. Absolut, ja. Die magische Grenze sind 100 Wattstunden. 18 mal 5,5 bin ich knapp unter 100. Das heißt, ich habe hier nichts, wo ich irgendwie was beachten muss. 8 mal 18 bin ich weit drüben mit 144, das heißt, es ist Gefahrengut. Und von dem her ist es hier nach wie vor, auch trotz dem neuen 8er LIHD-X Akkupack, ist es hier der Butterbrot-Akkupack. Es ist ja nicht kein schlechter Akkupack, weil dieser Brot- und Butter-Akkupack ist halt, der LiHD ist ein extrem leistungsfähiger Akku, ohne Frage. Hier haben wir einen LiHD-X-Akku. Ja? Das sind ja die noch leistungsfähigeren, aber als 8 Ampere. Ja. Der würde natürlich auch das volle Potenzial ausreizen können. Definitiv, ja. Aber ist eben dann nochmal auch ein anderer Preispunkt. Definitiv. Muss man eben auch nochmal sagen. Ja. Ja. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit dem 5,5er. Ich wollte aber, dass ihr auch nochmal wirklich versteht, wo der Unterschied ist. Weil du sagst Gefahrengut. Vielleicht, in meinem Kopf ist Gefahrengut immer ein Thema beim Verschicken, beim Versand und so weiter. Ja. Muss ich theoretisch selber was beachten? Nein. Da gibt es eigentlich keine Vorschriften. Ja, indirekt. Es gibt sogar eine Handwerkerregelung. Das heißt, du kannst mehr Akkupacks auf den Fahrzeugen mitführen oder so als Handwerker. Da gibt es aber jetzt keine speziellen Regeln, dass du sagen kannst, du bist eingeschränkt mit X oder YZ. Das verdienst rein nur der Versand. Vor allem, wenn es Transport, Wasserwege, Flug etc., da kommt es dann, oder Container etc., da ist dann schon relevant. Dann kommt viel Papierkram auf die Kollegen dann zu, auf die Endanwender. Richtig. Und da scheuen sie sich dann drum. Und wie gesagt, mit dem Akku machst du bei den Geräten hier nichts falsch.
Also auf deiner nächsten Flugreise, ja, immer nur den 5,5er mitnehmen, nicht den 8 Ampere-Stunden. Genau. Okay. Dann gibt es keine Probleme. Das wäre der richtige Akku für das Gerät. So, also nochmal ganz wichtig für mich zum Verständnis, ist vor allem auch eine Handling-Frage. Ja? Nochmal auch ganz wichtig, weil hier, ich muss nicht eintauchen, Blatt guckt unten raus, ich kann einfach arbeiten, habe hier nochmal die Möglichkeit, das Ganze schön zu führen, hier, aber auf der Schiene. Und wir haben jetzt hier eine Schiene dabei. Sag mal, das ist die Brote-Butter-Schiene eigentlich, die 160er. Ja, die 160er, genau. Die man nimmt. Vielleicht zeigt uns einfach mal die Säge auf den verschiedenen Schienen in der Anwendung. Gerne. Ich würde mal kurz auf die Führungsschiene eingehen, weil wir haben 4 verschiedene. Wir haben einmal hier die FS80. 80 steht für 800 mm, also die 80er. Dann kommt die 160er, 1,60 m. Dann gibt es eine mit 2,50 Meter. Und dann gibt es, so wie hier hinten, Ja, die ganz lange mit 3,10 Meter. Genau. Ich liebe sie übrigens, ja. Das ist meine eigene und es ist eine geniale Sache, wenn du große Platten hast, einfach drauflegen, nicht verlängern, einfach arbeiten. Natürlich ist die Frage, kann ich die zum Transportieren, macht keinen richtigen Spaß. Ja, da brauchst du ein sehr großes Fahrzeug, aber in der Werkstatt möchte ich die auf keinen Fall mehr missen. Ja, wäre ein absoluter Pro-Tipp, wenn ihr häufiger mit großen Platten arbeitet. Wie du es gesagt hast, in der Werkstatt 250, 310, gar kein Thema. Jetzt hast du aber auf der Baustelle aber auch diese langen Arbeitsplatten, wo du schneiden musst. Was machst du dann? Verlängern. Richtig. Und zwar haben wir hier den Verbinder. Der wird hier eingeschoben. Dann kann ich es hier mit dem Schlüssel einmal rumdrehen, die zweite Schiene hier ran. Und in der Regel habe ich dann 2 160er. Dann komme ich auf 320 oder ich kann die 80er mitnehmen. Und das Ganze auch dann sauber transportieren und mitnehmen. Hier in der Tasche, die kann ich mir hier umhängen. Und dann habe ich hier meine Führungsschiene sauber drin. Da geht auch eine zweite rein. Ich habe auch hier dann noch schön ein Fach fürs Zubehör, wo ich auch hier meine Zwingen, kommen wir gleich drauf dazu, einfach reinpacken kann. Das heißt, wenn das Ding im Auto ist, einfach umhängen, du gehst auf deine Baustelle, fertig, egal ob 1,60 oder auf 320. Ja. Du hast quasi das Problem nicht mit dem Transport. Ja, verstehe. Okay. Verlängern, vor allem das Schöne an der Verlängerung ist, das Aufspreizen ist sehr schön. Es gibt ja auch andere, da muss man so kleine Madenschrauben und so ein Zeug so reinfiddeln. Überhaupt nicht schön und vor allem bei den Versionen mit Madenschrauben, das habt ihr ja gar nicht. Ja? Hatten wir früher auch. Andere Hersteller haben das ja, dann irgendwann gucken die von unten so durch. Ja, dann hast du so diese kleinen Pickel und dann denkst du, oh Mist, ja, das ist echt blöd. Hier krallt sich das so in die Seite, ja. Du kannst das hier noch mal kurz anschauen. Hier ist es so, dass einfach nur hier das Metall ganz leicht nach oben reingreift. Das ist minimal, ja, weil man sieht das kaum, aber es ist bombenfest. Ja, das hält auch richtig fest. Das ist eine coole Sache. Das sind so Kleinigkeiten, aber das macht eben einen riesen Unterschied. Lass mal ganz kurz, weil das ist ein bisschen merkwürdig gewesen. Die Schiene ist ja kaputt, da guckt was raus. Was soll das denn? Nein, die Schiene hat im Prinzip einen Winkelanschlag mit dabei. Wir haben, was ist hier aber der Unterschied zu der? Das ist einfach nur mit der normalen Führungsschiene nutzbar. Genau, das ist die Führungsschiene. Die normale kann ich auf jede andere auch einsetzen. Die wird hinten quasi eingeführt in diese Nut. Kommt der Winkelanschlag rein und mittels den 2 Schrauben löse ich das Ganze. Den Winkel verstellen. Kann den Winkel dann hier verstellen, je nachdem was ich brauche. Meine 30, 40 oder 45 Grad. Habe das Ding fertig, ziehe es wieder sauber an. Dann gehe ich einfach her, lege das Ganze hier an eine Platte hin und habe dann den eingeschränkten Winkel und kann dann quasi hier wie gewohnt auf der Schiene arbeiten. Also ich muss wirklich sagen, das habe ich nie gesehen. Ich kannte das nicht. Okay. Und das Interessante an der Stelle ist Folgendes. Erstens, das wird einen sehr guten Preispunkt haben. Also im Verhältnis auf jeden Fall zu einer Kappschiene, ja, vermute ich mal. Und zweitens, ich kann wieder meine Tauchsäge nutzen. Jetzt kann ich mit meiner Tauchsäge jetzt hier auch drauf arbeiten. Das finde ich interessant. Bekommt ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Coole Sache. Wirklich coole Sache. Okay. So, jetzt Frage an dich. Du arbeitest ja viel und gern mit der Tauchsäge auf der Schiene. Legst du die Schiene einfach drauf oder machst du die mit diesem Schraubzwing fest? Wie ehrlich soll ich denn sein? Zu 100%. Ich mache sie niemals fest. Ja. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob es Profis gibt, die das machen. Nein, brauchst du auch in der Regel nicht, weil ich habe hier 2 diese schwarzen Leisten, sind im Prinzip Gummileisten. Das heißt, wenn du die sauber auflegst, verrutscht hier auch nichts. Richtig. Ich glaube, wenn du, also für diejenigen unter euch, die noch nicht mit solchen Schienen gearbeitet haben, man sieht manchmal auch YouTube-Videos, wo dann der
Profi-Erklärer das dann macht. Und dann hat man vorne hinten die Zwinge, setzt man an, macht das schön fest und so weiter. Und man hat vielleicht auch das Gefühl, ich müsste es festmachen, weil es sonst verrutscht. Ich persönlich finde, das Festmachen mit Zwingen ist eher ein großer Nachteil, weil dann auf einmal das anfängt hohl zu liegen. Und wenn du dann wirklich die Säge so eingestellt hast, dass du genau nur dein Maß hast, dann auf einmal passt hier irgendwie gar nichts mehr. Ja, deswegen will ich es nicht machen. Und es ist ein Trugschluss, also heb's vielleicht nochmal hoch, dieses bisschen Gummi, was man hier hat, ja, man unterschätzt das total, liegt so satt, ja, Also, das ist kaum zu glauben, du bekommst die nicht weggeschoben. Ja? Also wenn du hier die Säge drauf hast, das schiebst du nicht weg. nein, definitiv nicht. Und das haben alle Schienen, diese Gummileiste. Das heißt, wir bieten sie an. Klar. Ich zeige auch kurz die Funktion. Das heißt, sie wird hier in die Nut eingeschoben, dann an der Platte festgeklemmt und dann ist sie fixiert. Ich habe aber noch keinen gesehen, ich bin seit 30 Jahren in der Werkzeugbranche, keinen gesehen, der das so macht. Gibt es die klassischen zum Drehen oder auch dann hier die Schnellspannzwingen mit der Radfunktion, haben wir beides im Programm. Wer wo es möchte. Die, wo mit Führungsschienen arbeiten, die wissen, dass wenn die Führungsschiene neu bzw. die Säge neu ist, dass ich hier diese Gummilippe, der als Anreißschutz dient, dass ich den einsäge. Das heißt, das Sägeblatt stimmt sich auf die Führungsschiene, auf den Splitterschutz ein. Ja. So, habe ich aber ein neues Blatt, ich habe eine Netzsäge, weil die Blätter bei den Akkumaschinen sind etwas dünner vom Stammblatt her. Das heißt, dann passt es nicht mehr, dann muss diese Gummilippe weg. Und hier haben wir was Besonderes, wir haben hier eine Art Kedersystem. Ja. Das kann ich quasi wie so ein Vorzelt am Wohnwagen einfach rausnehmen und die neu einsetzen. Ja. Kein Schaumstoff oder irgendwas oder Klebe, wo ich das Ding runterreißen muss, sauber machen muss, raufkleben muss. Einfach einsetzen und dann habe ich gesagt, wie hier beim Wohnwagen, durchziehen, fertig. Gibt es als Meterware, als Ersatz und dann ist sie einsatzfähig. Ja, also den Tipp unbedingt beherzigen, dass ihr schaut bitte, dass ihr die Säge nicht darunter wechselt auf der Schiene. Ja? Ja. Wenn ihr hier meine Schiene hinten anschaut, da ist eine Zahl drauf. Das hier ist keine Markierung, das ist eine 1. Ja? Weil die Säge, die da drauf geführt wird, ist auch genau die hier. Da steht hier 1 drauf. Weil genau diese Maschine und die Schiene und die Maschine gehören zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr mehrere Maschinen habt, unbedingt markieren. Ansonsten müsst ihr das andauernd nachkaufen. Oder ihr sagt, warum ist denn das ein Millimeter falsch? Oder warum stimmt hier irgendwas nicht? Ja? Und das wird ganz schnell. Es ist auch so, dass auch nicht alle Maschinen auf dem Hundertstel gleich sind. Deshalb einzelne Maschinen mit demselben Blatt. Hatte da auch schon Unterschiede. Egal bei welchem Hersteller. Das ist kein Qualitätsthema. Das heißt, die werden perfekt eingesägt aufeinander. Und dann ist gut. Übrigens beim Einfädeln hier, habt da Geduld, ja, das ist jetzt eine Sache, da braucht ihr ein bisschen Geduld. Legt euch das der Länge nach hin und dann fädelt es schön entspannt ein. Das geht, auch wenn man am Anfang denkt, wie zum Teufel soll das denn hier rein? Das funktioniert. Und wird nicht eingeklipst, ja, und es wird so reingefädelt quasi. Wie gesagt, wie ein Keder, wie ein Vorzelt am Wohnwagen und einklemmen und dann ziehe ich einmal rüber. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft, genau. Bei 3 Meter dauert schon einen Augenblick, ja, ohne Frage, Das ist so. aber es funktioniert, ja. Ansonsten haben sie auch überall Löcher, damit ich die Schiene an die Wand hängen kann oder an mein Werkzeugboard. Jetzt haben wir eine Schiene, die Tauchsäge nicht kann. Das ist ja Jetzt kommt die hier. quasi dein K.O. Und sagen wir hier die Kappschiene. Kappschiene heißt, es ersetzt mir im Prinzip die Kappsäge. Wir haben sie in 3 Längen, bevor wir zur Funktion kommen. Einmal als 30, als 44 oder als 70. Diese Zahlen sagen aus, was ich für eine Schnittkapazität habe. Das heißt, ich habe bei einer 30er hier 300, bei der 44er sind es 440 und bei der 70er 700 mm. Jetzt habe ich die 44er mitgebracht, weil das gängigste Maß ist. Du hast ein Maß, wenn man auf Gärung gehst, zwischen 350 und 400 brauchst du. Das schaffst du mit dieser 44er. Das ist im Prinzip auch die gängigste, die du draußen hast. Vielleicht sollten wir das ganz kurz verdeutlichen. Wenn wir jetzt die Kappschiene uns jetzt anschauen, erstmal von hinten, hier mit einem festen Anschlagpunkt. Ja. Den hier können wir verstellen. Das heißt also, ich kann jetzt hier das lösen und dann kann ich jetzt hier von 0 Grad den jetzt nach oben oder unten stellen. Ja? Da, wo ich es halt hinhaben möchte, bis 60 Grad. Wenn ich jetzt aber mal bei 0 Grad bleibe, ohne es festzumachen, kann ich jetzt hier die ansetzen, ja? Und habe jetzt meinetwegen als tiefsten Punkt das hier. Ja? Ich kann halt bis hier quasi sägen. Wenn ich jetzt aber meinetwegen jetzt mal auf 60 Grad gehe, ja, oder ich mache es mal andersrum, das ist einfacher. Wenn ich es jetzt so lege, seht ihr hier, so, vorher waren wir hier, jetzt sind wir hier. Das heißt, ihr habt deutlich weniger Schnittkapazität, Genau. Je mehr in den Winkel geht. Und dementsprechend braucht ihr auch wirklich eine
dann längere Schiene, um mehr, also um tiefere Materialien zu sägen. Genau. Ja? Und das ist erstmal gar nicht so, naja, ich habe meistens so 35 Zentimeter, das passt schon. Und dann nimmt man die, denkt man sich, warte mal, das geht ja mit dem Winkel gar nicht. Also da müsst ihr wirklich beachten, welchen Winkel ihr schneidet. Und bitte immer festziehen, bevor ihr loslegt, sonst wird es dann schief und krumm. Wir haben aber auch hier bei den gängigsten Rastermaßen Ja. 15, 22, 5, 30, 45 sind die Einkerbungen. Das heißt, du musst dich hier nicht jedes Mal selber hier rumfummeln und sagen, oh, wo bin ich jetzt hier bei den gängigsten Maßen? Im Prinzip auch wie beim Drehteller, bei einer Kappsäge. Genau. Rastet sie automatisch ein. 30, dann ziehe ich es hier fest. Und dann habe ich meine 30 Grad, setze die Schiene hier an, ja, und kann dann quasi hier entlang sägen. Ist auch nochmal wichtig, dass in beide Richtungen die Einkerbungen da sind. Und wir reden die ganze Zeit über was Theoretisches. Lass uns doch die Säge mal einsetzen, Ja. dass ihr mal seht, wie funktioniert das Ganze. Und ja, das ist schon ein K.O.-Kriterium und das macht schon richtig Spaß, damit zu arbeiten, ohne Frage. Ich versuche es mal, ob ich es beim ersten Mal hinbekomme. So. Das Schöne ist, wenn es erstmal drin ist, eingerastet ist, dann hält es auch fest. Ja? Das heißt also, ich muss nicht jedes Mal an der Schiene arbeiten, machen und tun. Das, was ich am meisten mit einer Kappschiene mache, also in meiner Anwendung, sind Überblattungen. Weil normalerweise ist bei einer Überblattung so, dass man das beides, wenn man es so halt macht, ja, und hat keine Kappschiene, dann ist es getrennt. Und das ist ein ewiges Gefuddel, das hin und her zu schieben und zu machen und zu tun. Mit einer Kappschiene geht es wunderschön, weil man immer wieder seine 90 Grad anlegen, sägen, bisschen verschieben, sägen und dann ist das Thema durch. Das geht halt mit einer anderen Schiene, mit einem anderen System halt deutlich schlechter als hiermit. Ja? Und was ich übrigens auch schön finde, wir haben hier einen Zug drin, der das Ganze auch wieder zurückzieht. Ihr könnt es jetzt hier nach vorne sägen. Ja? Stellt euch vor, ihr hättet jetzt gesägt, dann habt ihr hier ja, einen kleinen Zug drin, damit das zurückfährt und ihr gleich wieder weiterarbeiten könnt. Ja. Ist jetzt eine kleine Unterstützung, natürlich super wichtig, aber macht es eben noch ein bisschen einfacher. Und damit ihr seht, wie das funktioniert, probiert es gleich mal aus. Ihr habt gerade gesehen, wie spielend leicht du die Gärung schneiden kannst. Ganz einfach einstellen. Du kannst immer schön ablenken. Zack, 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 zack. Und das ist so ein bisschen wie bei der Überblattung. Ich habe auch durchgezogen, bisschen versetzt, durchgezogen, versetzt, durchgezogen. Das ist schon genial. Aber auch die Gärung. Ganz schnell mal hier auf 20, 25 Grad irgendwo eingestellt und dann einfach abgelenkt und dann wieder auf 0 Grad gestellt und zack durch. Ja. Und diese Geschwindigkeit und dass es so einfach funktioniert. Du musst nichts anreißen, vor allem du musst dich überlegen. Ja? Ist gar nicht meine Stärke. Du musst dich überlegen, wie war denn das jetzt im Winkel und naja, ich brauche 17,3. Ja? Geht einfach zack, 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 los. Ja. Und das macht den großen Vorteil aus. Und da kann ich dir nur sagen, überleg dir das wirklich, wenn du es häufiger machst, leg es dir zu. Ja? Wenn du es einmal hast, du kannst ja sagen, also so ein Alibi-Argument machen. Ich kaufe mir das, wenn es nicht gut ist, dann verkaufe ich es oder gebe ich es einem Freund. Wirst du es niemals tun. Ja. Ja? Wirst du es niemals tun. Wenn du es einmal hast, wirst du es nicht mehr missen. Ich habe hier eine Sache, ja, die du vielleicht uns noch mal Genau, kurz... du hast ja gerade gesehen, du hast den Saugschlauch drauf gehabt zum Absaugen. Das heißt, durch die Schwerkraft hat es den Absaugstützen hier nach unten gezogen, weil er flexibel ist. Hast du jetzt aber irgendwas, wo der Schlauch stören würde in einer Position, ziehst du einfach das Ding hier raus, dann bleibt er in der Position fixiert. Oder du gehst hier hin, wenn sich die zwei Dreiecke hier treffen, ziehst ihn einfach raus, kannst Staubsauger anschließen oder das Ding komplett rausmachen. Ja, eine ganz wichtige Sache, ich benutze das sehr, sehr häufig, dass will ich sagen, für mich meistens so diese Position, dass er mir schräg zur Seite geht, ist da fixiert und wabbelt dann nicht in der Gegend rum. Super Sache. Die Frage ist doch jetzt aber, hast du mich bekehrt oder nicht? Oder? Ich stelle dir jetzt die Fragen der Fragen. Okay. Ist das... Nein, ich möchte dich nicht heiraten. Schade. Wäre es zumindest eine Alternative für dich, als absoluter Tauchsägen-Fan? Ich möchte gerne Nein sagen. Ich möchte wirklich gerne Nein sagen. Aber nee, klar. Also erstmal, es leuchtet mir total ein, dass der Spezialist, also nicht der Spezialist, Quatsch, derjenige, der diese Anwendung häufig nutzt, dass der diese Säge nimmt und auf jeden Fall der hier vorzieht. Ohne Frage. Zusätzlich ist es so, wenn du mich fragst, ob es für mich eine Alternative ist oder
eine denkbare Option ist, zu 100%. Ja, zu 100% ist es das. Erstens wegen der Führungsschiene. Zweitens aber, und das Argument, was du vorhin gesagt hast, ist völlig richtig, dann ist mir die eigentlich manchmal auch zu schade. Ja? Wenn ich jetzt sehr häufig diese Anwendung habe, dann würde ich definitiv mit ihr arbeiten und nicht mit der Tauchsäge. Ja? Weil im Zweifel ist es so, die kann gerne hier ihre 100%ige Präzision behalten, die ich hier ja gar nicht brauche. Vielleicht ein Unterschied, den wir vorher noch nicht gesagt haben, wo es jetzt 100%ige Präzision. Die Säge hier, die kann ich auf Mühe auf die Schiene einstellen. Das kann die hier zum Beispiel nicht, weil sie es gar nicht braucht. Ja? Weil sie braucht es einfach nicht. Sie hat ihre Justierung auf der Schiene, fährt einfach durch und macht ihren Ding. Genau. Also aus meiner Sicht ist es eine Alternative. Ich bleibe bei meinem Anfangsstatement, nicht das besser, schlechter, sondern wenn du gerade im Privatbereich unterwegs bist und das nur ab und zu mal brauchst, dann kauf lieber die zu gute Säge. Ja, sie ist ja für viele Sachen wirklich zu gut und dann vielleicht nicht zwei. Wenn du dann aber im Privatbereich sagst, naja, eine Kappschiene ist dann doch wieder so ein Ding. Oh, es ist ein Kreuz, ja. Es ist nicht so einfach. Ihr schreibt mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Ich werde es wieder so machen. Ich hefte 2 Top-Kommentare an. Team Tauchsäge und Team Handkreissäge. Die hätten bin ich super gespannt. Und nein, du sollst nicht 50 Mal auf das Herz drücken. Ja? Das machen wir bitte nicht. Aber ihr stimmt bitte mal ab. Welches Team seid ihr? Und auch gerne eure Erfahrungen mit der Säge und mit dem Thema Kappschiene. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch unten die Kommentare, beantworten wir gerne. Wenn es zu viele sind, dann musst du nochmal wiederkommen, machen wir ein Video und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.